Moin, ich bin Annalena und heute zeige ich euch meinen Beitrag zum Videohop der Stempelfamilie. Ein Stempelset, 4 Ideen mit den Ostergrüßen. Ich habe mich für das größere Küken entschieden und diese Funfold-Karte für euch gemacht. Die Ideen von den anderen, von Angela, von Irmtraut und von Karin, findet ihr am Ende meines Videos auf den Infokarten. Guckt euch die auch an, die haben wirklich ganz tolle Ideen gemacht und freuen sich auf jeden Fall auch, wenn ihr da mal reinschaut. Und wenn ihr dann noch mehr Frühlingsideen sehen wollt, habe ich auch noch beim Happy Spring Block Hop von René Günther mitgemacht. Den Link dazu habe ich euch unten im Beitragstext mit reingesetzt. Guckt da auch mal, da sind auch wirklich schöne Sachen mit dabei. So, und dann geht's los, die Karte zu basteln. So, wie schon erwähnt, habe ich das Stempelset von Stampin' Up Ostergrüße verwendet. Dazu Farbkarton und Stempelfarben und teilweise sogar die Blends in, lasst mich schnell gucken, Mangogelb und Farngrün. Und hier habe ich noch Calypso liegen. Das räumen wir einmal alles beiseite. Gemacht habe ich diese Karte. Ich finde die total witzig, dass man die so aufmachen kann. Mal so ein bisschen was anderes, finde ich. Hier habe ich noch ein älteres Beispiel. Als Einladung zum Geburtstag für Kinderkarten finde ich das echt schön. Auch da habe ich drin die andere Ecke was draufgeklebt. Bei dem ersten habe ich es gestempelt. Und dann machen wir die jetzt mal zusammen. Ihr braucht ein Stück Farbkarton, dieses große hier, in 21 mal 14,5 cm. Das falzt mir gleich. Für innen ein Stück Farbkarton in 10 mal 14 cm. Und hier für das Außen 3 Stück Farbkarton in 4,6 mal 10 cm. Und 3 Stück Designerpapiere in 4,1 mal 9,5. Und dann hier noch so ein Stück Rest. Ich habe meins auch in 10 gemacht. Und ich glaube, das sind hier 2 cm. Das hängt davon ab, was für einen Gruß ihr macht. Oder ob ihr es lieber so wie hier anders draufsetzt. Das ist ja ganz euch überlassen. Und wie gesagt, das größere Küken. Das hier. Das habe ich gestempelt in Mangogelb. Und habe es dann mit den Blends in hell und dunkel Mangogelb angemalt. Also einmal hier in hell. Und dann, wo das gestrichelte ist, nochmal in dunkel drüber. Und die Füße und das Schnäbelchen habe ich in Calypso gemalt. Und dann braucht ihr noch ein paar Magnete. Und dann habt ihr auch schon alles beisammen. So, das große Stück Farbkarton platt schaffen wir. Richtig liegen lassen. Wird gefalzt. An der langen Kante bei jeweils 5,25. Ich weiß, das ist ein blödes Maß, aber das geht. Also ich lege es mal bei 5 an, schiebe es dann noch 2 mm weiter und dann noch mal so ein bisschen. So, falzen, nicht schneiden. Aber dadurch haben wir ein normales Kartenmaß hinterher von 10 mal 14,5. Einmal drehen und wieder bei 5,25. Wenn ihr das Stampin' Up Brett habt, seht ihr hier die 2 und dann, also die 2 Inch und dann etwa zum nächsten Strich davon. Dann passt das ungefähr. Mal falzen. So. Einmal schnell nachgearbeitet, die Linien. Das ist die Karte außen schon. Hier ist unser innenliegendes Element. 10 mal 14. Und da stempel ich jetzt einmal das Küken drauf. Ihr habt gesehen, hier ist es ziemlich kräftig. Das möchte ich diesmal nicht. Deshalb werde ich hier einmal den Abdruck einmal vorher abstempeln. Und dann hier unten auf die Ecke. Der Fuß und das Flügelchen lasse ich so ein bisschen übergucken. Ja, das gefällt mir besser, wenn es einmal so ein bisschen blasser ist. Ich zeige euch das einmal im Vergleich. So,
sobald ich mein Stempelkissen zu habe. Oh, das ist heute aber auch wieder widerspenstig. So. Ihr seht, das ist ein bisschen blasser. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das ist nicht so kräftig und drängelt sich sozusagen nicht so in den Vordergrund. Also einmal abgestempelt und den zweiten Abdruck genommen. Dann kann das auch schon innen dran festgeklebt werden. Ich nehme dafür doppelseitiges Klebeband. Da könnt ihr aber euren Lieblingskleber nehmen. Ich finde, hiermit geht es am schnellsten und hält gut. So. Habt ihr denn auch schon angefangen mit der Osterkartenproduktion? Verschickt ihr überhaupt Osterkarten? Schreibt mir das ruhig unten in die Kommentare. Da bin ich doch ganz gespannt, wie ihr das so macht. Ich verschicke jedes Jahr ein paar. Vorhin schon mit meinem Mann gesprochen, wem wir alles Karten schicken wollen. Und da fange ich jetzt bald mit an. Vielleicht werden es ja sogar diese hier. So, Innenkarte fertig. Deshalb hier die 2,5. Weil wir haben ja hier drin jetzt 14,5 und Blödsinn, 10,5. Und zusammen sind die 5,25 dann auch wieder so viel. Hier ordentlich nachfalzen, damit das gut hält. Dann zeige ich euch mal, wie das aussehen soll. Legen die mal zum Vergleich dazu. Die kommen hier drauf. Ich habe da jetzt keine Abstandsmaße passende. Ich lege mir das vorher einmal so hin. Das sind ungefähr so 2 mm, hier ein bisschen weniger, hier auch 2 mm. Wenn man das mal gesehen hat. Vorher klebe ich aber noch meine 3 Stück Designerpapier drauf. Das hier ist von den Tulpengrößen. Ich glaube, blühende Felder ist es. Das ist im aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up. Ist ganz tolles Papier, finde ich, arbeite ich echt gerne mit. Fangen jetzt zwar die ersten Tulpen an. Ich habe ja auch schon welche stehen, aber dann hat man das schon ein bisschen näher. So. Das Designerpapier ist 5 mm kleiner insgesamt. Dadurch haben wir einen Rand von 2,5 mm. Das kleben wir hier mal auf. Nicht hier, wenn es geht. Sondern hier. Ich wollte, dass es woanders festklebt. Nehmt Flüssigkleber. Das könnt ihr noch ein bisschen hin und her schieben. So, und ich habe jetzt das Mittelteil wieder mit der Rückseite genommen, weil ich das ein bisschen schlichter haben wollte. So. Aufgelegt hatten wir es vorhin schon einmal. Und jetzt kleben wir das obere und das untere Element schon mal auf. Und zwar nur auf der linken Seite. Wir möchten ja, dass sich 2 Elemente nach links öffnen. Wo? Ne? Hier 2 nach links, 1 nach rechts. So. Ich lege mir das also hier unten so einmal hin. Halt mir die Seite fest, die ich kleben will. Guck mal, das habe ich ja ganz schlau gemacht. Ich habe schon Klebeband drauf gemacht. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Und klebe nur Flüssigkleber dahin, wo ich haben will. Also, auch das Große, lerne, kein doppelseitiges Klebeband, weil wir es nur halbseitig kleben wollen. Und darauf achten, welche Seite ihr kleben wollt. Deshalb habe ich es mir jetzt hier festgehalten, wo ich es auf die Seite kleben will, umgedreht und da, wo meine Finger sind, da muss der Kleber hin. Sonst öffnet sich zur anderen Seite, ist auch nicht schlimm. So, dann setze ich das hier unten etwa normalen Abstand, hier so 1-2 mm dran. Drückt das ordentlich fest. Und das obere Element auch. Also festhalten, drehen, Klebestreifen ignorieren. Und nicht ganz bis zur Mitte kleben, weil es ja hier auch nicht ganz bis zur Mitte ist. So.
Indem ich erst die beiden äußeren klebe, kann ich das mittlere gleich abstandstechnisch von beiden gleichmäßig hinsetzen. Wenn ich oben anfangen würde und das nächste, habe ich vielleicht unten zu viel Abstand. Das will ich nicht. So, die beiden links. Das möchte ich, dass es sich in die andere Richtung aufklappt. Also klebe ich da auf der anderen Seite den Klebstoff drauf. Wenn ihr nicht so wie ich ein Muster habt, was nur in eine Richtung gucken sollte, hallo, Klebstoff, sondern wenn ihr so wie dieses Grüne hier was habt, wo es egal ist, wie rum es ist, dann ist auch egal, auf welche Seite ihr euren Klebstoff dreht, weil dann könnt ihr einfach das so einmal drehen. So, dann richte ich das hier an meinen Kanten seitlich aus, gucke, dass ich es schön mittig dazwischen kriege, drücke es fest. Damit meins ganz fest ist, drehe ich die Karte mal nochmal um und streiche das einmal ordentlich fest. Dann kann ich es nicht verschieben versehentlich. So. Und aufklappen geht schon. Jetzt hier bescheuert mit den Streifen innen drin. Dann kommen hier noch, habe ich auch in Farngrün die Ostergrüße drauf gestempelt. Das ist auch 10 breit, damit das hier so ein bisschen über das andere drüber lappt. Da ist der Klebestreifen richtig, den ich drauf gesetzt habe. So, dann kommt hier mittig drauf. Und dann hier noch mein Küken. Wie gesagt, in Mangogelb gestempelt. Ich zeige euch das mal. Macht die Kamera das mit? In Mangogelb gestempelt und mit den Blends nochmal nachkoloriert. Mangogelb und Calypso hell. Und dann von Hand ausgeschnitten. Da gibt es leider keine Stanzformen zu. Und das setze ich jetzt mit ein paar Abstandsklebis hier vorne drauf. So, nicht denselben Fehler machen wie letztes Mal. Ich gucke, wo es hinpasst. Und zwar mittig, das heißt nicht ganz oben am Kopf und nicht unten der Fuß, weil das überlappt über dieses Element. So seht ihr es. Bei diesem hier sind zum Beispiel der gesamte untere Teil, das Beinchen hat es ein bisschen gelitten, kriegt keinen Kleber, weil dann wird es auf dem unteren Element festkleben. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Karte ja noch öffnen können. Also, gucken, wo wir es ungefähr hinsetzen möchten. Bei mir ist das mittig, das heißt, das Bein kriegt nichts und das obere Ende vom Kopf kriegt auch nichts. Und dazwischen setze ich dann die Dimensionals. Ja, großer Fan inzwischen von geworden. So, 4 müssen reichen. Einfach schön, wenn man so ein bisschen was mit so 3D-Wirkung auf der Karte festmachen kann. Macht einfach noch mal ein bisschen was her. So. Und das war es auch schon fast. Wir wollen ja nicht, dass die Karte so aufklappt. Dafür nehme ich dann meine Magnetscheiben hier. Auch die ganz kleinen, die muss ja nicht ganz so viel halten. Setze das hier mittig hin. Nicht, dass uns das hier am falschen Ende kommt. Festdrücken. Ja, irgendwie die obere Folie abkriegen. Naja, irgendwie. So, Magnet wieder drauf. Karte schön glatt hinlegen. Ruhig schon hier so einfädeln. Festdrücken. Und sie hält geschlossen. Zack. Ja. Ich denke, hier habe ich ja den Fehler gemacht. Da werde ich einfach noch ein Stück Designpapier nachher draufkleben und dann ist das auch weg. Aber ihr habt gesehen, den Fehler sollte man nicht machen. Alles vorzubereiten funktioniert nicht so ganz. So, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, ihr bastelt die nach. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst mir auch gerne einen Daumen hoch da. Und schaut euch auf alle Fälle nochmal die Beiträge der anderen vom Videohop und auch vom Blog Hop an. Dann bis zum nächsten Mal. Annalena!